Herzlich willkommen nochmal, liebe Neurofeedback-Anwenderinnen und Anwender. In diesem Video möchte ich Ihnen die eSense eGenius Software vorstellen, unsere Web-Applikation. Und Sie sehen, ich sehe schon hier noch etwas merkwürdig aus. Ich bin noch bereits mit dem eSense eGenius verbunden, habe also die Kappe mit der Elektrode hier am Kopf, den Ohrelektroden angelegt, wie vorher in dem Hardware-Video erklärt. Und nun schauen wir uns gemeinsam Stück für Stück die Software an und gehen bitte mit dem Google Chrome Browser oder der iPad-App, wenn Sie am iPad sind, ansonsten immer mit dem Google Chrome Browser im Inkognito-Tab auf www.esense-egenius.com und da bin ich jetzt schon hier bei mir im Webbrowser und habe oben rechts schon mal auf kostenloses Konto erstellen geklickt, weil ich mit Ihnen hier nochmal Schritt für Schritt vorgehen möchte, ein neues Konto anzulegen. Ich gebe meine E-Mail-Adresse ein, eine neue E-Mail-Adresse, ein Passwort, meinen Namen, Alter, Geschlecht wieder optional und ich werde hier von Mindfeed betreut. Das ist so der Normalfall. Wenn Sie von einem externen Supervisor betreut werden, haben Sie einen Registrierungslink bekommen. Benutzen Sie bitte den, um sich zu registrieren. Und dann werden Sie automatisch bereits mit Ihrem Supervisor verbunden. Ja. Stimme den Bedingungen zu. Ich bin kein Roboter und erstelle hier jetzt ein kostenloses Konto. Das habe ich mir wahrscheinlich schon mal in einem anderen Demo-Video benutzt. Deswegen nehme ich nochmal hier +2. Ja, der wurde erfolgreich registriert. Sollten Sie also schon einen Account haben, bekommen Sie diese Meldung wie eben, dass das nicht funktioniert, weil die E-Mail schon existierte. So, nun logge ich mich hier mit dem neu erstellten Account einmal ein. Gebe also meinen Benutzername, also die E-Mail-Adresse und das Passwort ein und klicke auf Login. So, und nun so sieht die App aus, wenn ich zum allerersten Mal mit einem frisch neu erstellten Account mich einlogge. Ich werde begrüßt und es wird darauf hingewiesen, dass ich als allererstes erstmal den Fragebogen auf der Profilseite ausfüllen muss, um meine Ziele zu definieren. Ja. Dann gehe ich auf nächster Schritt und das ist hier einfach nur mal die Erklärung, soll danach auch bitte das Profil erstellen, dass wir hier die persönlichen Daten auf der Rechnungsseite haben und am Ende nochmal hier die Platzierung der Elektroden. Die kann man sich nochmal so anschauen als Übersicht. So, als allererstes der Fragebogen. Den sehen Sie hier schon und Sie sehen, es gibt 3 verschiedene Ziele beim Neurofeedback-Training, die Sie hier auswählen können. Aufmerksamkeit, Entspannung und Vorbeugung. Man kann die Ziele jederzeit ändern und diesen Fragebogen immer wieder anders ausfüllen. Ich nehme jetzt mal Aufmerksamkeit, klicke auf nächster Schritt und sage, ich möchte mich besser konzentrieren. Dann gehe ich auf Speichern und damit habe ich den Fragebogen bereits ausreichend ausgefüllt. Ich möchte aber auch noch Entspannung trainieren. Klicke das nochmal an und sage, ich möchte einen meditativen Zustand trainieren und meinen Geist beruhigen. So, habe ich hier auch nochmal 2 Ziele angegeben. Vorbeugung wäre noch, um sie mal zu zeigen, ich möchte dem Nachlassen meiner geistigen Fähigkeiten vorbeugen oder meine geistige Widerstandsfähigkeit steigern oder mein Gedächtnis verbessern. Da sind leichte Variationen noch von passenden Trainingsprotokollen hinterlegt dazu. Gehe ich jetzt aber auf Zurück, möchte ich nicht nochmal ausfüllen, reicht mir, was ich bis jetzt habe. Ich sehe hier oben meinen Namen, ich sehe meine ID und meine E-Mail-Adresse als die zentralen Informationen meines Profils. Hier unten kann ich meinen Namen abändern. Ich kann ein Bild auswählen hier aus den Avataren oder ich kann entsprechend auch ein Bild selber hochladen. Wo haben wir mich? Hier gibt es einen ganz passenden Avatar für mich. Genau. So. Dann sehe ich als Supervisor ist Mindfield, unser Standard-Supervisor, drin und Sie sind noch als nicht akzeptierter Benutzer hier drin. Sie werden aber von uns automatisch nach kurzer Zeit akzeptiert. Dann kann ich hier die Änderungen speichern. Sollte es einmal so sein, dass Sie bereits einen Account haben und ein externer Supervisor soll Sie betreuen, der soll auf Ihre Daten zugreifen können und er soll Ihnen eigene Trainingsprotokolle erstellen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, einen weiteren Supervisor hinzuzufügen und können die Supervisor-ID hier eingeben. Die muss Ihr Supervisor Ihnen dann in so einem Fall geben und Sie können eine Anfrage absenden. Sie können auch von mehr als einem Supervisor betreut werden, also von uns oder noch von jemandem Dritten. So. Dann muss einmal noch dieser Tab hier mit der Rechnungsstellung einmal bitte ausgefüllt werden und das mache ich hier einmal kurz.
damit wir die Details hier haben, und die Hardware-Informationen sind optional, kann man machen, um nochmal für uns ein bisschen die Informationen zu geben, was für einen PC haben Sie. Das ist für uns mal ganz interessant zu wissen, einfach, ja, auf welchen Plattformen läuft der eSense eGenius soweit. Ja. Gut. Habe ich noch ein Feld vergessen soweit? Ich glaube nicht. Dann aktualisiere ich die Seite einmal neu, dann sollten hier die Rechnungsstellung und das Profil sind nicht mehr rot. Alles ist eingegeben. Und Sie sehen links im Menü jetzt nur den Testbildschirm. Dann haben wir noch die Chathilfe und auch die Möglichkeit, eine persönliche Beratung anzufordern. Das, wenn Sie mal eben technische Hilfe brauchen, klicken Sie hier rauf und können uns schreiben. Und wenn Sie darüber hinaus mal einen persönlichen Termin vereinbaren wollen, das ist optional und auch kostenpflichtig, mit einem erfahrenen Neurofeedback-Experten, dann können Sie hier raufgehen und sich einen Termin buchen. Und das macht aber erst Sinn, wenn Sie auch schon eine Weile trainiert haben, auch Trainingsdaten da sind, auf die man schauen kann gemeinsam. Insofern, das ist nichts für den Anfang. Jetzt legen wir los und gehen erstmal auf den Testbildschirm. Jeder Nutzer muss einmalig eine kurze Testung machen und danach kann das Training beginnen. Ich muss mich jetzt nochmal hier neu verbinden. Gehe hier oben auf Verbinden. Den eSense eGenius nochmal aus, weil ich einmal die Seite jetzt neu geladen habe und muss ihn einmal noch verknüpfen mit diesem neuen Account, den ich hier habe. Ich bestätige die Verknüpfung und schon kann es losgehen. Ich gehe noch mal einmal kurz ins Profil, zeige Ihnen nämlich noch mal kurz, dass jetzt hier der Sensor auch hier als angeschlossenes Gerät mit diesem neuen Account verknüpft ist. So, das Seitenmenü klappt manchmal so ein, damit man mehr Platz hat. Das kann man hier oben mit den Pfeilen wieder ausklappen. Gehen wir nochmal auf den Testbildschirm. Und jetzt habe ich das Häkchen, der eSense eGenius ist eingerichtet und angeschlossen. Ich habe eine gute Signalqualität, die Impedanz, die Elektroden sitzen nach wie vor gut. Und meine Muskelartefakte, die sind das zweite Kriterium für eine gute Messung. Ich rede jetzt zwar, deswegen gehen die ein bisschen hoch und runter, aber wenn ich jetzt mal auf die Zähne beiße, dann gehen die so hoch, dass ich keinen Test starten kann und auch kein Training später starten könnte. Also die Muskelartefakte, die entstehen einfach durch Bewegung im Kopfbereich. Wenn ich hier hin und her wackel, sehen Sie, dass das hochgeht. Wenn ich hier spreche und ein bisschen den Kiefer eben mit benutze, wenn ich die Stirn so anspanne, den Kopf, dann sehen Sie auch, dass das hochgeht. Das EEG ist ein sehr empfindliches Signal. Und genau deshalb ist es wirklich wichtig, dass man sich nicht bewegt, dass man ruhig sitzt, bequem sitzt und nicht spricht und keine Gesichtsmuskeln, Kopfmuskeln anspannt. Es kann am Anfang einfach erstmal ein bisschen eine Herausforderung sein. Wenn aber eben die Impedanz soweit gut ist, die Muskelartefakte niedrig, dann klicken wir hier auf den Standard 4-Minuten-Tests, den man einmal durchführen muss. Der Ablauf ist hier angezeigt. Bitte bleiben Sie ruhig mit geöffneten Augen. Dann schließen Sie die Augen, bis Sie einen Ton hören, 60 Sekunden. Dann 1 Minute lang soll man im Kopf rechnen, von 1000 die Zahl 7 abziehen und nochmal eine ruhige Minute mit geöffneten Augen. Das ist eine kleine Mini-Standardsituation, die wir nutzen wollen, um das Training noch etwas zu optimieren. Und Sie werden hier eben Ruhephase und Anforderungsphase im Wechsel erleben. Deswegen mit Augen auf, mit Augen zu, mit Kopfrechnen erzeugen wir kognitive Anstrengung und dann wiederum mit geöffneten Augen nochmal eine Ruhephase zum Schluss. Das Ganze läuft vollautomatisch ab. Wenn ich jetzt hier auf Start klicke und wenn ich zu viel mich bewege, noch auf die Zähne beiße, sehen Sie, dann ist der Startbutton auch wieder ausgegraut, dann kann ich nicht starten, weil die Muskelartefakte zu stark sind. Ich klicke jetzt gleich auf Start und lasse das Video noch ein bisschen laufen, werde aber nicht die vollen 4 Minuten jetzt Ihnen hier zeigen, das würde einfach zu lange dauern. Jetzt bin ich auch ruhig, damit ich starten kann. Jetzt rechne ich leise für mich im Kopf. 1993 und so weiter.
Und jetzt einfach nochmal 1 Minute ruhig mit geöffneten Augen sich das Bild ansehen. So, das hat funktioniert. Hier kann man noch eine Notiz eingeben und dann das Ganze abspeichern. Und dann habe ich zum ersten und einzigen Mal, es muss nur einmal gemacht werden, diesen Test absolviert, lande wieder auf der Seite, kann ihn aber auch jederzeit nochmal wiederholen. Wenn ich während des Tests mich zu sehr bewegt habe, kann es sein, dass es zu einer Unterbrechung gekommen ist. Dann kommt ein Fenster, das sehen Sie gleich auch mal beim Training. Und wenn Sie wieder ruhig sind und die Elektrodenqualität gut ist, geht es automatisch mit einem Countdown weiter. Es muss also während des Trainings oder der Testung hier, die Impedanz sollte grün sein. Sie sollten sich eben nicht groß bewegen, auch die Bluetooth-Verbindung hier grün. Und jetzt klicken wir mal hier links, machen das Menü breit und sehen, dass der Trainingsbildschirm neu dazugekommen ist. Ja, nachdem also die Testung einmal gemacht wurde, habe ich im Menü den Trainingsbildschirm. Und jetzt werden mir hier die Trainingsprotokolle angezeigt, die ich machen kann, wenn ich nicht mich zu sehr bewege durchs Sprechen jetzt hier, dann kann ich mir aus diesen Trainings das Training auswählen, was ich machen möchte. Die Trainings basieren auf meinen Auswahlmöglichkeiten aus dem, was ich im Fragebogen ausgewählt habe. Wenn ich jetzt mich zu sehr bewege, nochmal hier zum Demonstrieren, dann verschwinden die Trainingsprotokolle und es kommt der Hinweis, dass einfach die Artefakte zu schlecht sind. Oder wenn ich die Elektrode nochmal abnehme, hier, und Sie sehen, also die Impedanz ist ganz gruselig, dann, weil ich die Elektrode jetzt in der Hand habe, ist es auch nicht möglich, ein Training zu starten. Ich gebe nochmal 1, 2 Tropfen Kochsalzlösung auf die Elektrode, um sie nochmal von der Impedanz zu verbessern. So, schiebe sie wieder drunter. Und dann sehen Sie sofort, dass die Impedanz wieder bei 5 ist. Oder 6. Ja. So, und ich starte mal ein Training. Und zwar nehme ich mal bessere Konzentration, 15 Minuten, indem ich hier drauf klicke. Wenn ich auf den Info-Button klicke, kann ich auch noch mal sehen, was sich dahinter als Trainingsprotokoll verbirgt. Sie sehen, ich habe hier 15 Stunden im Monat als Trainingszeit verbleibend. Das wäre eben 1 Stunde am Tag, maximal jeden zweiten Tag. Das ist, was wir so als absolutes Maximum ansehen, was man sinnvoll trainieren kann. Kommt ein Countdown und das Training beginnt. Jetzt wird das Training für die heutige Tagesform optimiert, steht hier. Schon kommt eine Unterbrechung, weil ich durchs Sprechen das Signal gestört habe, und ein Countdown beginnt erneut. Ich mache mal den Videoton hier leise, damit er nicht in die Aufnahme kommt. Und das Ziel ist es jetzt, diesen Balken grün zu bekommen und damit das Video am Laufen zu halten. Das Video läuft nur, wenn der Balken grün ist, wenn meine Messwerte, die ich links sehe im Oszilloskop, dieser Kurvendarstellung, über der Schwelle liegen. Ich muss also meine Werte hier im EEG erhöhen, und das schaffe ich, indem ich versuche, mich so gut es geht zu konzentrieren. Und je besser mein Anteil im EEG ist, der mit Konzentration korreliert, desto höher geht diese Kurve, und dann bekomme ich als Belohnung den grünen Balken und das Video läuft. Es wird immer wieder Momente geben, wo ich unter diese Schwelle komme, der Balken rot wird, das Video stoppt, und unser Algorithmus passt permanent während des Trainings diese Schwelle an, sollte sie nicht mehr auf ihren Lernerfolg passen. Jetzt haben wir wieder eine Unterbrechung durch mein Sprechen. Wenn ich ruhig bin, geht es weiter automatisch. Ja? Dann wird nochmal geguckt, dass die Schwelle nochmal gesetzt wird, wenn eine solche Unterbrechung stattgefunden hat. Versuchen Sie wirklich, indem Sie so ruhig wie möglich sind, solche Unterbrechungen zu vermeiden. Ich kann hier mit dem Plus-Button das noch ein bisschen besser reinzoomen.
Was kann ich jetzt tun? Ich kann in der ersten Minute, die ist jetzt schon vorbei, das Video ändern, wenn es mir nicht gefällt, indem ich hier auf den Video ändern Button klicke. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal in einem anderen Training. Ich kann mir über diese Augen-Buttons hier in dem Trainingsbildschirm zum Beispiel den Balken ausblenden, wenn ich das Video vor allen Dingen sehen möchte. Auch die Kurve dann auch noch ausblenden, wenn ich vor allen Dingen das Video sehen möchte. Ja. Ich kann aber auch das Video ausblenden, wenn ich eben nur mit dem Balken oder der Kurve arbeiten möchte. Ja. Sie sehen, wie empfindlich das EEG-Signal ist. Um hier ein wirklich gutes Training zu schaffen, darf man eigentlich nicht sprechen, so wie ich es jetzt die ganze Zeit tue. Was kann ich noch tun? Ich kann den Schwierigkeitsgrad ändern zwischen normal, leicht und herausfordernd. Und dahinter steht eine Prozentzahl. Das bedeutet, im Normalfall bekomme ich 70-80% positives Feedback. Das heißt, die Trainingsschwelle wird so gewählt, dass der Balken 70-80% der Trainingszeit grün ist und das Video läuft. Die andere Zeit ist er rot, das Video stoppt. Ja. Wir brauchen das als Konditionierung, das ist eine operante Konditionierung, und mit einer normalen Einstellung haben Sie eine gute Mischung aus positiven, überwiegend positiven Feedback, aber eben auch 30-20% negatives Feedback. Wenn Sie besser werden, das heißt mit der Zeit hier diese Kurve weiter nach oben geht, Sie öfter solche Spitzen haben, Sie öfter die Konzentration steigern können, wird die Schwelle angepasst. Sie merken also nicht wirklich daran, dass Sie besser werden, dass das Video öfter läuft oder der Balken öfter grün ist. Das wäre nicht zielführend, weil dann wäre es irgendwann viel zu leicht für Sie, sondern die Schwelle wird entsprechend erhöht und Sie werden besser. Woran merke ich, dass das Training gut klappt? Ich muss aufhören mit der Hand hier zu gestikulieren, damit es keine Unterbrechung gibt zu sehr. Sie sehen am Ende des Trainings, ob ein Trend stattgefunden hat, dass Ihre Kurven in die richtige Richtung sich bewegen. Und wenn dem so ist, bekommen Sie einen Daumen hoch. Wenn dem nicht so ist, einen Daumen mittel. Das sollte also das Ziel sein, dass man über das Training hier es schafft, die Konzentration zu steigern und die Kurven in einem leichten Trend in die richtige Richtung zu bewegen. Sie können mit der Wiedergaberate hier das Video etwas beschleunigen noch, wenn Sie möchten, oder mit der Art der Rückmeldung zwischen Start-Stopp und normal langsam wählen. Wenn ich normal langsam wähle, dann ist das Video wird es nicht ganz gestoppt, sondern nur langsamer abgespielt, wenn der Balken rot ist oder eben die Schwelle nicht erfüllt wird. Dann ist es nicht so ein hartes Feedback. Das kann man machen, wenn einen das harte Feedback stört, aber im Normalfall ist das Start-Stopp-Feedback besser, weil das Gehirn besser lernt, okay, welcher Zustand ist jetzt gewünscht, wenn das Video läuft, und welcher ist nicht gewünscht, wenn das Video stoppt. Hier unten können Sie außerdem vor- und zurückspulen in dem Video und die Lautstärke des Videotons regulieren. Sollten Sie mal eine Pause brauchen während des Trainings, können Sie das hier oben pausieren. Ich empfehle Ihnen aber, das zu vermeiden und wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht, zu machen, sondern ansonsten hier diese 15 Minuten am Stück sinnvoll zu trainieren. Denn Sie brauchen diese Zeit. Sie sollen richtig reinkommen und sich richtig reinfinden in das Training. Und solche Unterbrechungen, die wir jetzt hier immer wieder sehen, weil ich spreche, ich versuche mich schon so wenig zu bewegen und so, vorsichtig zu sprechen, wie es geht, die sollten eigentlich nicht oft oder am besten gar nicht vorkommen. Ja, wenn man also wirklich es schafft, super ruhig und entspannt zu sitzen, ohne Muskelanspannung, dann ohne Sprechen. Gerade beim Entspannungstraining können Sie auch mit geschlossenen Augen trainieren. Ansonsten trainiert man eigentlich immer mit offenen Augen. Auch ein Entspannungstraining mit offenen Augen macht durchaus Sinn, um so einen ruhigen, meditativen Zustand zu trainieren. So, das Training läuft normalerweise bis zum Ende. Ja, wir haben hier einen Trainingsabschnitt über 15 Minuten und wenn die Zeit dort abgelaufen ist, dann gibt es den Daumen hoch oder Daumen mittel, je nachdem, ob es geklappt hat. Sie können auch eine Notiz noch dazu hinzufügen und das Training ist beendet, wird abgespeichert und Sie können in einer weiteren
mit einem weiteren Training beginnen oder eben das Training komplett beenden. Ich starte jetzt nochmal ein Training erneut, breche das jetzt hier ab. Wenn ich das so vorzeitig stoppe, was ich tun kann, dann wird es mir aber in der Auswertung später erstmal ausgeblendet, denn unvollständige Trainings sollten eigentlich nicht sein und ja, dann kann man ein Häkchen setzen, dass man es trotzdem mit in die Auswertung nehmen will, aber im Normalfall sollte ein Training bis zum Schluss zu Ende durchgeführt werden und nicht vorzeitig gestoppt werden. Wenn Sie ein Training vor 3 Minuten stoppen, wird es gar nicht erst gespeichert, weil wir sagen, es macht keinen Sinn, ein so kurzes Training in irgendeiner Weise aufzuzeichnen und mit in die Auswertung später zu nehmen. So. Ich habe das Training gestoppt und weil ich so viel geredet habe und weil es unvollständig ist, habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das einen Daumen hoch gibt. Sie sehen noch, vielleicht ein Hinweis noch ganz kurz, die Artefakte unten, die sieht man auch nochmal an dieser Ampel hier unten rechts. Sehen wir gleich nochmal. Ich starte jetzt nochmal ein Training und zeige Ihnen nochmal, wie Sie das Video in der ersten Minute ändern. Aber was noch neu hinzugekommen ist, ist jetzt der Analysebildschirm und die Übersicht. So, jetzt ist das Menü vollständig, weil wir das erste Training durchgeführt haben, können wir jetzt auch in die Analyse gehen und in die Übersicht. Aber wir starten nochmal kurz ein anderes Training. Ich nehme mal hier den meditativen Zustand. Und haben ein bisschen anderes Video. Und jetzt habe ich in der ersten Minute die Möglichkeit, hier das Video zu ändern, indem ich auf Video ändern klicke. Und hier kann ich jetzt eine YouTube-URL eingeben. Ich kann also einfach mit einem anderen Browserfenster auf YouTube gehen oder das auch vorher machen, mir ein Video aussuchen und die URL von YouTube kopiere ich hier oben aus der Adresszeile des Browsers und füge sie hier ein, klicke auf URL abrufen und kann dann ein eigenes YouTube-Video hier einfügen. Ja. So können Sie eigene Videos benutzen oder ich kann eine der anderen Wiedergabelisten hier benutzen. Ich kann auch eine YouTube-Wiedergabeliste benutzen. Wie das funktioniert, ist in einem anderen Video gezeigt. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wie man eine YouTube-Playlist erstellt. Finden Sie auch in der FAQ im Profil. Dann können Sie mehrere Videos nehmen, die dann auch hintereinander in einem Training ablaufen. Und der Wiedergabeliste müssten Sie dann auch noch einen Namen geben. Auch dem Video selbst müssten Sie einen Namen geben, bevor Sie es hier unten speichern können. Ja. Alternativ klicken Sie hier auf Benutzer definiert und können aus diesen öffentlichen Videos, die wir hochgeladen haben und zur Verfügung stellen, eins wählen. Und ja, schauen Sie das sich einfach mal an. Korsika, die Schweiz, solche Ausmalvideos. Das ist ganz schön. Ich nehme mal Korsika und speichere das. Das ist so ein Video mit einer Wanderung über Korsika, wo ja, ich jetzt hier einfach über Korsika laufe. Hier ist jetzt der Schwierigkeitsgrad auf leicht voreingestellt in diesem Training. Das heißt, die Schwelle ist etwas leichter gewählt, sodass ich 80-90% der Zeit positives Feedback bekomme. Wie gesagt, das kann man auch während des Trainings ändern, wenn man das Gefühl hat, man braucht mehr Belohnung oder die Belohnung ist zu häufig, das Video läuft zu oft und ich möchte mehr Herausforderung, dann kann ich auch auf herausfordernd gehen, dann bekommen Sie nur 60-70% der Zeit positives Feedback. Ja, immer wird die Schwelle entsprechend von unserem Algorithmus so gesucht, dass im Ergebnis Sie eben so viel Lernerfolg in Prozent der Zeit haben, wie dort angegeben ist. Nach der ersten Minute kann ich das Video nicht mehr ändern. Das hat einfach den Grund, dass man nicht abgelenkt werden soll durch eine Änderung des Videos. Jetzt versuche ich mich einfach nochmal ohne zu reden ein bisschen zu entspannen, dem Video zu folgen und mein EEG hier zu verbessern. So funktioniert Neurofeedback ganz in Ruhe, sich auf das Video zu fokussieren, zum Laufen zu halten oder auf den grünen Balken. Und wenn es gut klappt, sieht man, dass
eben auch die Schwelle sich anpasst und die Schwierigkeit erhöht werden muss, damit weiterhin es nicht zu leicht wird, weil ich mich im Training schon verbessere währenddessen. So. Damit beenden wir aber jetzt auch dieses Training und ich zeige Ihnen mal die Auswertung und das Dashboard. So, ich klicke auf Stopp, habe hier einen grünen Daumen bekommen, ich mich eine Weile noch fokussiert habe und entspannt habe. Könnte nun das nächste Training machen, gehe aber jetzt mal auf den Analysebildschirm. Und im Analysebildschirm werden mir meine Trainings angezeigt. Da wir nun 2 unvollständige Trainings haben, muss ich dieses Häkchen hier wegnehmen und dann sehe ich auch die abgebrochenen oder von mir vorzeitig bewusst beendeten Trainings, die jetzt hier eben gemacht wurden, und kann mir die anschauen, indem ich sie ein Training anhake und dann weiter zur Analyse gehe. Und dann wird mir dieses abgebrochene Training angezeigt, aber man sah hier zumindest schon in der ersten Zeit, dass mein Trend klar nach oben geht. Hier die Entspannung, wo ich mich fokussiert habe und wo ich dann mal einen kurzen Moment ruhig war, sich das hier schon verbessert hat in die Richtung. Ja. Nur ein vollständiges Training würde ja bis hier hinten gehen und da es vorzeitig gestoppt wurde, endet die Kurve jetzt hier entsprechend auch an der Stelle. Ich kann so ein Training dann auch als PDF exportieren, ich kann hier noch ein paar Werte ändern und habe aber so eine schöne Ansicht darüber, wie mein Trainingsfortschritt aussieht, ob ich den Trend schaffe, mein EEG so zu verbessern, wie es sein soll, um entsprechend hier eine bessere Entspannung hinzubekommen oder eine bessere Konzentration. Da gab es einen Daumen mittel, da habe ich ja sehr viel geredet und es wurde viel unterbrochen. Wenn wir uns das mal anschauen, sieht man, dass da eben nicht viel passiert ist, fast gar nichts, eben aber auch mit den Unterbrechungen, die wir hatten, weil ich am Erklären war, dass hier mit der Konzentrationsverbesserung nicht funktioniert hat, no, mit dem Trend. Aber erwarten Sie auch nicht immer, dass jedes Mal es sofort klappt. Das ist ein Training, was Zeit braucht. Man muss sich reinfinden, man muss sich mit dieser Empfindlichkeit des Signals, die jetzt, denke ich, gut klar geworden ist durch die Demonstration, erstmal anfreunden, dass die Elektroden gut sitzen, der Kontakt gut ist. Das ist normal, wenn das in den ersten paar Sitzungen noch mal zu öfter zu Unterbrechungen kommt oder etwas schwierig ist und noch nicht der Daumen hoch geht, immer so weiter. Es hängt auch einfach von der Tagesform ab, wie gut Sie sich darauf einstellen können, wie gut das funktioniert. Ja, aber so können Sie Messungen auswerten und wenn Sie Messungen haben, wenn Sie einige Messungen haben, dann wird das Ganze immer interessanter zu sehen, okay, wie verändern sich hier die Werte und ja, wichtig eben, dass Sie einfach das gleiche Training immer wiederholen, dass Sie da Fortschritte machen, dass Sie ein vollständiges Training hinbekommen natürlich. Und dann gibt es noch die Übersicht hier unten in der Statistik mit Ihrem Profil. Ich bin jetzt natürlich ein Neuling. Man bekommt hier verschiedene Abzeichen, wenn man fleißig trainiert, von der Zeit her und verschiedene Pokale auch für die Anzahl an Trainings. Man sieht, wie oft man hier trainiert hat. Man kann das hier auch sehen, wie oft es im Kalender war, wann man besonders gute Abschnitte hatte und wie viel Trainings so insgesamt etc. Verschiedene Statistiken, die hier Sinn machen, motivierend sind, hier diese Abzeichen und Pokale zu sammeln. Und ja, das ist im Prinzip jetzt im Wesentlichen die App gewesen. Sie werden sicherlich die allermeiste Zeit hier im Trainingsbildschirm verbringen und hoffentlich fleißig trainieren und gute Trainingserfolge haben damit. So, zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch mal kurz die Anwendung auf dem iPad zeigen. Wie gesagt, im Chrome-Browser unter Windows, Mac, Linux oder einem Android-Tablet können Sie den eSense eGenius benutzen. Und wenn Sie ein iPad benutzen wollen, dann sieht das Ganze so aus. Hier auf meinem iPad gehen Sie bitte in den App Store, laden sich dort die eSense eGenius App runter und die erscheint hier auf dem Desktop und ich starte sie einmal. Und die ist nichts anderes letztlich als ein Browser, der Bluetooth unterstützt, weil der Safari-Browser und auch der Chrome-Browser auf dem iPad, den es dort auch gibt, unterstützt kein Bluetooth. Und so haben wir eine eigene kleine App entwickelt, die ein Browser ist, der letztendlich unsere Webseite eSense-eGenius.com aufruft und Sie sich genauso hier registrieren und einloggen können, wie am PC auch. Ich logge mich hier einmal mit meinem Account, den wir jetzt hier eben gemacht haben, ein. So, trage hier also die Daten, E-Mail-Adresse und Passwort ein, gehe auf Login und
trenne erstmal nochmal meine Verbindung am PC, ganz wichtig natürlich, bevor ich mich hier am iPad verbinden kann. Jetzt habe ich hier oben genauso die Möglichkeiten des Menüs. Hier oben rechts sind solche kleinen 3 Striche, damit können Sie das Menü an der Seite ein- und ausblenden. Und jetzt gehe ich hier auf Verbinden und habe jetzt hier unten den eSense eGenius und tippe den an und gehe auf Done. Und dann verbindet sich der eSense eGenius hier genauso mit meinem iPad. Ja, und ist jetzt hier verbunden. Und ich kann ein Training starten, indem ich auch hier dann auf den Trainingsbildschirm gehe. Soweit. Da sind die Trainings. Die kann ich hier nach unten scrollen. Sieht ein bisschen anders aus vom Layout her. Ich kann den iPad auch mal ins Querformat drehen. Das ist doch viel schöner, sehen Sie? So sollte man es machen, im Querformat statt im Hochformat. Und wenn ich jetzt ruhig bin, kann ich auch hier ein Training starten. Das mache ich mal. Ist alles natürlich kleiner vom Bildschirm her. So sieht das Ganze aus. Ich kann ein bisschen runtergehen. Ich kann jetzt aber auch mal hier sagen, ich möchte die Kurve ausblenden. Dann habe ich das Video sehr schön in groß. Ja. So funktioniert das Training am iPad. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Sie konnten alles sehen und verstehen, wie ein Neurofeedback-Training jetzt hier abläuft. Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute, viel Erfolg. Bis dann.